Naja, so langsam füllt sich's ein bisschen. Bei euch ist es 10:30 Uhr jetzt, ja? Also, ja. Ich bin immer die Umrechnung nur in Richtung Westküste gewohnt, weil ich relativ häufig in Kanada war, Britisch-Kolumbien und da habe ich. Ich sag, ich muss immer aufpassen, wenn ich dann guten Morgen sage, weil guten Morgen ist nur hier. Da ist es schon in Deutschland schon Nachmittag. Ja, ja, wir haben die ganzen gruseligen Sachen schon hinter uns. Ich habe heute nach 3 Wochen Urlaub die erste Visite hinter mir. Das ist Ist dann schon mal lustig. Wenn man gar keinen immer schwer Patienten, wieder ja, rein ja, zu. wenn man gar keinen Patienten kennt, dann ist es immer schon ein bisschen Ja, etwas herausfordernder. ja. Ich mache es immer so, dass ich bis 2 Minuten nach halb warte, dann kurz begrüße, auf die nächste Akademie aufmerksam mache, dich vorstelle und dann kannst du sofort loslegen. Ja. Perfekt.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es ist wie immer 2 Minuten nach der Zeit. Da starten wir immer unsere Sepsis-Akademie. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur nun schon 3. Sepsis-Akademie im Monat September. Das ist ja ein bisschen außergewöhnlich, liegt daran, dass der September der Monat ist, in den der Weltsepsistag fällt und wo viele Veranstaltungen rund um die Sepsis stattfinden. Und wir dachten uns in diesem Monat doch ein bisschen ein ausgeweitetes Angebot Ihnen zu präsentieren. Vor einer Woche hatten wir ja 3 Betroffene hier in der Sepsis-Akademie, die uns nochmal sehr eindrücklich verdeutlicht haben, dass wir in Deutschland erhebliche Defizite haben, sowohl im Erkennen der Sepsis als auch in der Versorgung und natürlich auch in der Nachsorge. Und insofern ist es mir eine große Freude, dass wir mit unserem heutigen Referenten, Herrn Professor Markus Friedrich, jemanden haben, der uns praktische Erfahrungen auf dem Gebiet, insbesondere des politischen Durchsetzens einer Strategie geben kann. Bevor wir starten, will ich kurz noch auf unsere nächste Akademie verweisen. Das wird im kommenden Monat sein und mein Kollege Christian Scheer aus unserer Arbeitsgruppe wird in der nächsten Sepsis-Akademie die europäische Sepsis Care Survey vorstellen, wo wir erstmals sehr umfangreiche Daten generiert haben darüber, wie eigentlich die Versorgung von Sepsis-Patientinnen und Patienten in Europa ist. Und auf der Basis dieser Daten kann man sicherlich für die Praxis ganz entscheidende Rückschlüsse ziehen, was in den nächsten Jahren zu tun ist. Wie immer, ich habe versucht, den Chat zu aktivieren. Wenn das nicht funktioniert, schreiben Sie gerne in F&A, dass ich nachher unserem Referenten auch Ihre Fragen präsentieren kann. Und wie gesagt, ich freue mich total und dass Professor Markus Friedrich das ermöglicht hat. Es ist ein alter Hamburger oder alter vielleicht nicht, ein gebürtiger Hamburger. Und ich habe ihn, ich würde sagen, vor 4, vermutlich ist es länger her, Jahren das erste Mal kennengelernt in Berlin auf einer Veranstaltung des Aktionsbündnisses Patientensicherheit. Und da ging es auch um Sepsis und Qualitätsverbesserungen schon damals. Und es hat einen guten Grund, dass er da gesprochen hat. Er war nämlich Leiter des Büros für Qualität und Patientensicherheit des New York State Departments für Gesundheit. Und deswegen ist uns auch aus dem Staate New York zugeschaltet. Sagt er vielleicht nachher guten Morgen, denn dort ist es noch 10:30 Uhr. Und er hat in dieser Funktion die Qualitätsinitiative im Bundesstaat New York ganz entscheidend mitgestaltet und geleitet. Und diese Initiative hat dort im Staat zu einer Reduktion der Sepsissterblichkeit geführt. Das ist ja eines der wichtigsten Ziele solcher Qualitätsinitiativen. Und diese Ergebnisse sind auch hochrangig publiziert. Also insofern ist es mir eine ganz große Ehre und große Freude, dich, Markus, bei uns in der Sepsis-Akademie begrüßen zu können und zu dürfen. Und ich hoffe, dass wir aus dem, was du darstellen wirst, auch für Deutschland in der Praxis einige Rückschlüsse ziehen können und auch hier weiter vorwärts kommen. Nun soll es aber genug der Vorrede sein und ich möchte gerne an dich übergeben. Und wir haben es ja so abgesprochen, dass du dich vielleicht auch noch ein bisschen vorstellst und einordnest. Vielen Dank, dass du hier bist. Ja, danke, Matthias, und einen schönen Nachmittag wünsche ich hier von New York. Ist wie immer eine tolle Möglichkeit, ein bisschen über Sepsis zu reden. Und der Titel meines Vortrags ist, wenn die Regierung Qualität verlangt. Und ich muss voraussagen, dass meine Slides auf Englisch sind. Ich habe die nicht auf Deutsch geschrieben, aber ich bin, wie Matthias schon gesagt hat, gebürtiger Hamburger.
Ich muss mit Stolz sagen, dass ich gerade neulich wieder mal die Buddenbrooks gelesen habe und war sehr stolz, dass ich also immer noch Plattdeutsch verstehe. Meine Oma ist nicht weit von Greifswald, hat sie lange Jahre in Neustrelitz gelebt. Und deswegen habe ich also eine große Beziehung zu Mecklenburg-Vorpommern und alles. Mein Werdegang, bin in Hamburg groß geworden, mochte immer Computer und Daten, Entschuldigung, und habe bei der Hamburger Sparkasse eine Banklehre gemacht. Das war damals wichtig, dass man was Anständiges lernt, und bin dann für 10 Jahre ins Investmentbanking gegangen und habe so ein bisschen die Illusion verloren, und wollte eigentlich mein Leben was Sinnvolles machen. Bin dann nach Amerika gegangen und in Amerika gab es diese Idee das nannte sich Non-Traditional Medical Students. Das war, dass die Klassen, die Medizinstudenten oder die Medizinschulen Leute auch aufnehmen, einen kleinen Teil ihrer Klasse, die halt nicht diesen traditionellen Weg gehen. Und ich habe an der Universität of Miami Medizin studiert und war danach in New York meine Assistenzarzt im Krankenhaus gemacht. Ich bin gelernter Internist, und habe seitdem durch meine ganze Karriere immer diesen 2 Hüte getragen. Einmal auf der administrativen Seite und auf der anderen Seite auch eine klinische Seite. Ich bin immer noch klinisch aktiv hier in Albany, New York. Ich habe mich konzentriert auf HIV. Also ich sehe immer noch einen Nachmittag die Woche Patienten in einer HIV-Klinik. Und ich war halt, wie Matthias schon gesagt hat, von 2015 bis 2021 im Gesundheitsamt, war da der Chief Medical Officer für ein Office of Quality and Patient Safety. Und ich muss auch noch eine klare Stellung machen, dass ich nicht für das Gesundheitsamt rede. Ich rede auch nicht für meinen jetzigen Arbeitgeber, was die United Healthcare Versicherung ist. Alle diese Slides, die ich und alles, was ich sage heute, ist meine persönliche Meinung und meine persönliche Erfahrung, die ich dann widerstelle. Ja, bin großer HSV-Fan und nach wie vor, obwohl die in der 2. Liga spielen, aber bin nach wie vor sehr interessiert, wie jeder Deutsche an Fußball. 3 Take-Home-Messages, also möchte ich vorab einmal sagen. Nicht alles, was eine Regierung anfasst, ist schlecht. Und ich möchte, dass das einer der großen Punkte ist, was Sie vielleicht von diesem Talk mitnehmen mit nach Hause. Die zweite Sache ist, dass die Regierung, finde ich, darf Qualität verlangen. Vielleicht muss sie sogar Qualität im Gesundheitswesen verlangen. Die Regierung ist ein wichtiger Player im Gesundheitswesen, nicht nur in Amerika, auch in Deutschland. Und deswegen finde ich diesen Aspekt, über Qualität nachzudenken, ein wichtiger. Er muss natürlich richtig nachgedacht werden. Und da gehen wir, glaube ich, auch ein bisschen auf ein paar Punkte ein. Und das Dritte ist, dass selbst eine Regierung kann es nicht alleine. Und ich glaube, das ist, finde ich, von allen Punkten der wichtigste Punkt. Was wir in New York gemacht haben, war eine Kollaboration aus verschiedenen Leuten. Es war aus Ärzten, Krankenschwestern, Krankenhäusern, der Regierung, meiner Person und allen Leuten, die bei mir im Team mitgearbeitet haben. Und es kann nicht sein, und es wird niemals bessere Qualität geben, wenn nicht alle irgendwie mitarbeiten und miteinander helfen. Ich habe den Talk aufgegliedert in so 2 Bereiche. Einmal möchte ich ein bisschen über New York erzählen und auch diese Outcomes oder diese Resultate, die wir da hatten. Und dann möchte ich aber auch über die Zukunft ein bisschen reden, die ich noch zum Teil mitgestalten durfte, aber auch was im Moment hier in Amerika mit Sepsis los ist und so weiter. Und ich hoffe, das wird interessant. Vielleicht können wir die Fragen hinterher machen oder Sie können sie in Chats stellen. Und ich glaube, Matthias kann mich dann hinterher quizzen. So eine kurze Vorstellung, New York State, Amerika ist groß. New York State, ich habe das nur mal so ganz grob gegenübergestellt. Ich lasse das einfach mal so stehen. Von der Bevölkerung ist Deutschland ungefähr 4-mal so groß, von der Fläche ungefähr 2,5-mal so groß, aber hat knapp 10-mal so viele Krankenhäuser wie in New York, obwohl in New York lange und heiß
wie auch, glaube ich, in Deutschland im Moment diskutiert wird, haben wir vielleicht zu viel Krankenhäuser und zu viel Betten. Aber ich lasse das einfach mal so stehen. Albany, ich habe da einen Pfeil gemacht, ist ganz schön gelegen, also also in der Mitte von New York State. Wir haben es nicht weit bis nach Kanada. Matthias hat ein bisschen über Kanada erzählt. Wir haben 3 Stunden mit dem Auto nach Kanada, aber ist eine ganz tolle Gegend hier. Nach New York City sind 2,5 Stunden mit dem Auto und nach Boston sind auch 2,5 Stunden. Also ist relativ zentral gelegen. Ja, Sepsis in New York State. Ich denke mal, solche Zahlen kennen Sie wahrscheinlich auch aus Deutschland. Ich will das dass man das auch greifen kann, vielleicht ein Hamburger Volksparkstadion, obwohl da die Kapazität, glaube ich, 56.000 Leute ist. Aber als wir angefangen haben, da mal tiefer einzusteigen, das war so um die 2010, 2011, das war noch vor meiner Zeit, das haben wir halt festgestellt, dass es also, und das ist nicht nur Sepsis, sondern Severe Sepsis und Septic Shock, und das ist halt die alte Definition noch. Da gibt es halt, wie viele von Ihnen wissen, eine neuere Definition, die halt diese Severe Sepsis weglassen und nur sich auf Sepsis konzentrieren, aber knapp 50.000 Fälle jedes Jahr, die wir da bekommen haben. Was wir auch interessant fanden, und ich glaube, viele Studien haben das auch gezeigt, auch in Deutschland, dass eine Riesenvariation ist von Krankenhaus zu Krankenhaus. Und das ist halt eines dieser Punkte, wo meine Ohren haben sich aufgemacht, weil letztendlich ist die Frage, wie viel Varianz darf man tolerieren bei einer so wichtigen Krankheitskonstellation wie Sepsis, wenn die Variation, und im Maximum waren es 5-fach Unterschiede. Und ich glaube, das ist nichts Neues. Ich denke, in Deutschland, wenn man das gut messen könnte, gibt es da auch, und es gibt Studien, die das auch zeigen, wo halt eine große Variation ist von der In-Hospital Mortality. Und das Einzige, was ich dazu noch sagen möchte, ist, dass seit den 90er Jahren durch Studien, viele kennen vielleicht diese Many Rivers Study, diese Early Goal-Directed Therapy. Many Rivers ist ein Arzt in Detroit gewesen, der letztendlich dieses New England Journal of Medicine Paper geschrieben hat, dass es seitdem viele Papiere und Forschung gab, dass eigentlich diese Protokolle, um da protokollisiert ranzugehen an die Sepsis, dass das letztendlich die Mortalität senken kann. Und so ist halt die Frage, warum in 2010, warum gibt es so eine große Variation, wenn letztendlich die Evidence und wenn die Papers da sind, dass die gezeigt haben, dass alle da zusammen rangehen. Und ich glaube, was New York halt gut gemacht hat, am Anfang ist halt ganz klar eine Vision rauszubringen. Und das ist mir ziemlich wichtig, dass das ist, weil in jedem, wir sagen Change Management, ist immer dieser Punkt, man hat eine Idee, aber das Wichtige ist, dass man die Leute hinter einer Vision zusammenbringt. Und diese Vision in New York war, dass man die Sepsis-Mortality in Krankenhäusern, und es ist wichtig, dass man nicht vor Krankenhäusern oder danach, sondern in Krankenhäusern um 50% senken wollte. Wichtig ist auch dieser Punkt, dass selbst die sehr kritischen Krankenhäuser oder die Krankenhausvereinigung, die in Deutschland wie auch in Amerika eine riesige Rolle in der lokalen Politik und in der nationalen Politik spielen, dass selbst die mit diesem Ziel oder dieses Ziel nicht verbessern konnten, weil wer kann damit argumentieren, eine Mortalität in Krankenhäusern zu senken mit Mitteln, die für jeden letztendlich greifbar sind. Und das war auf jeden Fall für New York ein wichtiger Punkt, dass das halt, da gab es um diese Vision, gab es natürlich Diskussionen, aber es konnten alle Krankenhäuser, Ärzte, Krankenschwestern, Coder in den Krankenhäusern, konnten sich alle dahinter stellen, auch natürlich die Regierung, dass das ein Ziel ist, was wir auf jeden Fall mal rausbringen sollen. Und ich will noch kurz was sagen zum Gesundheitsamt, wo ich die Freude hatte, also knapp 6 Jahre zu arbeiten. Ich bin mir nicht, weil habe nicht studiert in Deutschland, aber das Gesundheitsamt
ist relativ mächtig in New York. Wir sind also nicht nur der Regulator, das heißt, jedes Krankenhaus kriegt eine Lizenz vom Gesundheitsamt, um ihr Business zu haben. Wir collecten auch Daten und wir sind natürlich, wie man durch Covid kennengelernt hat, auch eine Public Health Agency und wir sind auch eine Versicherung. Wir machen die State Medicaid Versicherung und deswegen ist dieses Gesundheitsamt relativ powerful und hat auch die Möglichkeiten durch Gesetze die Krankenhäuser in gewisser Weise auch zu beeinflussen. Natürlich muss immer ein Konsens und Kompromisse gemacht werden, aber das ist so die Regel. Und in New York gibt es einen Gouverneur, der letztendlich über dem Gesundheitsamt sitzt und der kann halt Gesetze erlassen, die halt das Gesundheitsamt vorbringt und dann halt dadurch diese Gesetzesvorlagen dann runter auf die Krankenhäuser dann runterbringt. Und das haben wir gemacht. In 2012 oder 2013 waren das Rory's Regulation und das war Rory Staunton war halt wie in jeder Sache einer dieser großen Trigger. Das war ein 12-jähriger Junge, der sich beim Basketball in der Schule verletzt hat, ist dann zum Arzt gegangen und der Arzt hat ihm gesagt, dass wäre nur ein Stomach Bug, also irgendwie eine Indigestion, hat ihn wieder nach Hause geschickt und ist dann wieder zum Arzt gegangen, weil es ihm immer schlechter ging, ist sogar in ein Krankenhaus gegangen. Die haben ihn sogar nach Hause geschickt, was auch unglaublich war, bis er dann natürlich in einer vollblühenden im Septic Shock war, wieder ins Krankenhaus und ist dann 2 Tage später verstorben, unglücklicherweise. Wäre auch einer von den knapp 150 Kindern in New York, die jedes Jahr an Sepsis versterben. Aber die Eltern, die hatten halt ein sehr gutes Netzwerk und haben das halt in die Presse gegeben. Und dadurch wurde das zum ersten Mal als Gelegenheit genommen, dieses jetzt an die Regierung ranzutragen, an das Department of Health. Und es gab lange Diskussionen, was man machen konnte. Und ich habe das hier mal probiert aufzuschreiben. Also die Krankenhäuser, die mussten Protokolle in das Gesundheitsamt schicken. Und das ist auch wichtig, dass wir halt nicht gesagt haben, hier ist ein Protokoll und jedes Krankenhaus muss dieses eine Protokoll installieren im Krankenhaus, sondern wir waren uns bewusst, dass die Krankenhäuser auch Variation an Mannstärke hatten und so weiter. Und wir haben halt probiert, die Doktoren in den Krankenhäusern zu motivieren und gesagt, ihr macht euer eigenes Protokoll. Wir haben natürlich eine Liste vorgegeben, hier sind Elemente, die da drin sein müssten, aber wir haben nicht von oben gesagt, das ist das Protokoll und jeder muss jetzt damit das machen, sondern das waren individuell verschiedene Protokolle, haben sich nicht groß unterschieden, aber das ist ein wichtiger Punkt. Die zweite Sache ist, dass diese Protokolle nicht in den Schubladen verschwinden sollten, sondern die mussten ihre Leute trainieren in allen Bereichen, nicht nur in der Notaufnahme, sondern auch auf den Wards, in den ICU. Jeder, der mit Patienten Kontakt hatte, musste geschult werden in diese Früherkennung und auch Treatment und schnelle Treatment von Sepsis. Und dann natürlich, was wichtig für uns als Gesundheitsamt war, dass wir halt die Daten collect haben. Und das ist auch wichtig, weil es gibt diese große Diskussion über administrative Daten oder klinische Daten. Und wir haben halt sehr früh erkannt, dass administrative Daten nicht besonders gut sind, um eine klinische Performance Improvement Initiative zu machen, sondern dass man wirklich klinische Daten braucht. Dann auf der anderen Seite, wir haben nicht nur auf den Daten dann gesessen, sondern wir haben gesprochen mit den Leuten, welche Datenelemente sind wichtig und ich komme dann auf den nächsten Slide. Aber das Wichtige war, dass wir diese Daten auch den Krankenhäusern wieder zurückgegeben haben und habe gesagt, so performt ihr gegenüber anderen Krankenhäusern, die die gleiche Größe haben und so weiter. Und dadurch konnten die Krankenhäuser diese Daten nehmen, um ihre eigenen Initiativen in den Krankenhäusern, um diese große Sepsis-Initiative, konnten die dadurch größere Einblicke erlangen wie andere Sachen. Und das waren so Sachen, nochmal, das Wichtigste ist diese, glaube ich, Sepsis Advisory Group. Ich bin kein Intensivist, ich bin auch musste also und war wichtig, dass ich mich mit Leuten umgab, die halt Ahnung da hatten und da waren wirklich bekannte Leute in Amerika, also nicht nur in New York, sondern auch von anderen Leuten, Ärzte dabei, es waren Krankenschwestern dabei, die
Krankenhäuser hatten einen Platz am Tisch, wenn wir diskutiert haben. Wir haben diese Clinical Case Data Collection gemacht. Es hat sich auch viel geändert von 2014 im zweiten Quartal, wo wir angefangen haben, bis jetzt. Also dieses Data Dictionary wurde angepasst nach Diskussion mehr und mehr. Wir haben aber 72 Datenelemente pro Sepsisfall nochmal für Severe Sepsis und Septic Shock von den Krankenhäusern übermittelt bekommen. Public Reporting, wir haben die Daten genommen, um auch einen Report zu schreiben für jedes Jahr, und die sind auf der Webseite auch drauf, wo wir geschrieben haben, wie die Krankenhäuser, und wo wir auch benannt haben, jedes einzelne Krankenhaus, nicht nur in den Prozessen, sondern auch in der Mortalität, wie die im Vergleich zu den anderen Krankenhäusern waren. Und dann haben wir natürlich Research gemacht und Quality Improvement, wo wir einige kleinere Initiativen gemacht haben für Krankenhäuser, die halt nicht diese Geldmengen hatten, um dieses durchzusetzen. Und dann hier jetzt ein paar Results, und jeder weiß, dass es da immer diesen Unterschied zwischen Prozess-Measures gibt und dann diese Outcome-Measures. Und ich will zuerst auf diese Prozess-Measures an. Wir haben diesen 3-Hour-Bundle, das ist nichts Neues, das wird in vielen Krankenhäusern, ich glaube auch in Greifswald, Matthias, dass es da so ein 3-Hour-Bundle gibt mit Blutkulturen, Broad-Spectrum-Antibiotika und Laktatmessung. Und hier sind so Daten von 2015 zu 2019. Auf der linken Seite sind die Top-Performer. Da haben wir 59 Krankenhäuser als Top-Performer genommen. Und dann auf der rechten Seite sind die Bottom-Performer. Und da ist wirklich, wie viele haben dieses 3-Hour-Bundle an diesen Severe Sepsis und Septic Shock Cases gemacht. Und man sieht also einen klaren Trend, dass also selbst gute Krankenhäuser, die also Top-Performer waren, dass die sich noch weiter verbessert haben. Und dass die Variation zwischen den Krankenhäusern auch zurückgegangen ist. Während auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, wo diese Bottom-Performer sind, da gibt es immer noch große Variationen. Und es kommt immer dann wahrscheinlich darauf an, wer diese Quality Improvement-Sache leitet und so weiter. Aber der Trend ist nach wie vor, auch selbst bei den Bottom-Performern, dass die halt über Zeit auch besser performen im Durchschnitt als die anderen Krankenhäuser. Und das ist jetzt, was ich viel wichtiger finde, dieser Outcomes Measure, diese Sepsis Mortality. Und das ist nicht Risk Adjusted, sondern das ist Raw Mortality, weil wir über den ganzen Staat jetzt reden. Und was wir jetzt gesehen haben, wir haben angefangen bei knapp 32% und sind dann 2019 runter auf 22% gegangen, und Anfang 2020, kurz bevor Corona, wir haben da auch Werte, also ist sogar unter 20% gegangen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass man wirklich Qualität, Improvement auf einer größeren Ebene machen kann, nicht nur in den einzelnen Krankenhäusern. Und jedes einzelne Krankenhaus hat natürlich mitgeholfen, aber dass man mit diesen Sachen, wir haben dann mal ausgerechnet, wie viel Leben wir letztendlich damit sichern konnten oder die Überlebenschancen sichern konnten, und sind auf eine Zahl gekommen, dass wir also durch diese Initiative, weil die Mortalität runtergegangen ist, knapp 16.000 Leben in New York, letztendlich Leute, die wahrscheinlich nicht mehr am Leben wären, wenn diese Initiative nicht passiert wäre in New York. Und ich habe von vielen anderen Staaten gehört, von Betroffenen, die auch immer gesagt haben, warum haben wir das nicht in Connecticut? Warum haben wir das nicht in New Jersey? Warum haben wir nur so eine Initiative in New York, die wirklich das ernst nehmen und von der Notaufnahme über das normale Hospital bis zum ICU letztendlich mit dem vollen Ernst betreiben. Das ist jetzt hier aus dem 2019-Report, der auch interessant ist. Ist ein bisschen spät rausgekommen. Wir hatten halt eine Corona-Break über 2,5 Jahre. Aber das finde ich auch ein interessanter, wo wir letztendlich über eine Risk-Adjusted Mortality reden. Und ich bin kein Statistiker, aber was ich interessant fand, wenn man ein Modell für eine Risk-Adjusted Mortality für ein Jahr macht,
kann man das nicht vergleichen mit dem nächsten Jahr, weil andere Elemente da reingehen und so weiter. Und hier haben sich meine Kollegen im Gesundheitsamt hingesetzt und ein Modell für 3 Jahre, alle Daten zusammen gemacht und ein Modell für 3 Jahre. Und dann konnte man plötzlich vergleichen, natürlich die Top-Performer. Und man sieht klar diesen Trend auch, den wir vorher schon an diesen Process Measures gesehen haben. Und das ist hier jetzt Risk-Adjusted Mortality, dass klar diese Top-Performer weiter auch improven, dass also keiner sich auf seinen Lorbeeren ausruht, sondern dass es weiter nach unten geht, auf jeden Fall von diesen Top-Performern, diese Average-Performer, wo man ein bisschen mehr Variation sieht, wo auch mehr Average-Performer sind, aber man sieht trotzdem den Trend noch, dass es positiv ist über die Quarters von 2017 bis 2019 und dann bei den Low-Performers, was ich überraschend fand, dass obwohl sie sich in diesen Prozess-Measures improved haben, dass in der Risk-Adjusted Mortality, dass die letztendlich in die falsche Richtung geht und quasi nach oben. Aber man sieht halt so große Outlier hier und große Variationen. Und wie gesagt, ich bin nicht mehr beim Gesundheitsamt, aber das wäre natürlich ein Grund, mal nachzugucken in diese Krankenhäuser, um zu sehen und auch vielleicht denen zu helfen, dass die vielleicht ihre Sepsis-Prozesse besser machen. Eine Frage war dann auch noch ganz wichtig für uns, weil überall, gerade in Amerika, gab es einen Trend, dass es mehr Sepsis Recognition gab in den Krankenhäusern. Und die Frage dann, ist New York, haben wir diese Improvements in der Mortalität, haben wir diese Verbesserung in der Mortalität, ist das letztendlich nur ein Effekt, weil mehr Sepsisfälle entdeckt werden, oder ist es ein wirklicher Effekt? Und hier ist eine Studie von Jeremy Kahn, ein guter Freund von mir von der University of Pittsburgh in JAMA, der sich das angeguckt hat und New York als Staat vergleicht hat in so einer, das nennt sich a Comparative Interrupted Time Series Model, also vor dieser Sepsis-Initiative und als die Sepsis-Initiative dann reingang, und hat halt New York mit 3 anderen Staaten vergleicht. Und die anderen Staaten ist Massachusetts, das ist halt, wo Boston und das ist einer von den New York Nachbarstaaten, mit Florida, mit Maryland und mit New Jersey, also Staaten, die auch relativ groß sind, und hat New York damit vergleicht. Und was er herausgefunden hat, dass halt New York auf jeden Fall nach dem Start der Initiative, dass die halt eine 3,5% lower mortality, also eine niedrigere Mortalität hatten, als vorausgesagt von diesem Trend. Und ich glaube, was er dann daraus geschlossen hat, ist, dass ja, diese Initiative hat einen Push gemacht, der New York die Mortalität wirklich weiter runtergemacht haben. Und das ist zum ersten Mal eine gute Studie, die auch in diesem Journal of the American Medical Association rausgekommen ist, die uns gezeigt hat, dass New York dass es wirklich Sachen bewegt hat in New York und nicht nur, dass das ein Artefakt ist von irgendwelchen statistischen Sachen. So, Future Sepsis, und das ist jetzt der letzte Teil, habe ich aufgegliedert in was in New York State passiert und was national passiert. Eine Sache, was ich habe halt 2 Jahre im Gesundheitsamt noch gearbeitet unter Sepsis. Wir haben die Sepsis-Initiative auf Eis gelegt, weil jeder wusste, New York war ein großer Hotspot von Corona. Wir sind in alle Richtungen gezogen worden und die Krankenhäuser, das Personal, die gebraucht wurden für diese manuelle Abstraktion von Sepsisdaten, wurde natürlich an anderen Sachen gebraucht. Und das war ganz klar während der Pandemie, dass wir das nicht weitermachen konnten. Aber als wir aufgehört haben, war dann die Frage, wie starten wir wieder neu? Und ich möchte das nochmal highlighten. Also diese klinische Datenabstraktion war manuell. Es waren also Krankenschwestern, Medical Students, die sich hingesetzt haben und aus den Krankenakten letztendlich diese Datenelemente rausgesucht haben und ans Gesundheitsamt geschickt haben. Und mir war klar, dass im Jahre 2022, wo wir das wieder neu starten wollten, oder 2021, dass das halt nicht mehr zeitgemäß ist. Die zweite Sache war, dass es ein Overlap zwischen Sepsis und Covid gibt. Jeder weiß, dass
letztendlich Covid am Ende, im Endstadium eine virale Sepsis gleichkommt, aber dass man also 2 oder 3 Sachen unterscheiden konnte. Einmal Sepsisfälle, die also klare Sepsisfälle sind und nur Sepsis ist, einmal Covid-Fälle, die auch klare Covid-Fälle sind. Und da gab es dann halt diese Schnittmenge, wo beide zusammenkamen. Und ich fand, dass man die nicht mehr klar trennen konnte. Und da haben wir unsere Datenkollektion verbreitet und haben einfach auch Covid-Fälle mit reingenommen. Und der Grund war einfach, weil wir einfach auch Covid untersuchen wollten. Und da es diese Schnittmenge gab, wollten wir nicht von vornherein diese Covid-Fälle auch ausschließen. Und wir wollten natürlich auch probieren, was wir in der Sepsis geschafft haben und weiter schaffen wollten, dass wir auch in Covid letztendlich die Mortalität verringern und so weiter. Und so, ich habe das hier nochmal aufgeschrieben, von einer manuellen Datenabstraktion zu einer digitalen Datenabstraktion. So in der manuellen Welt war es halt sehr schwer, auch Definitionen anzupassen, neue Datenelemente, neue Definitionen anzupassen. Und halt, wir haben uns sehr auf diese Prozess-Measures konzentriert. In der digitalen Welt kann man dann natürlich viel schneller einfach ein Programm in den Krankenhäusern ändern, für alle gleich in allen Krankenhäusern, und kann sofort im nächsten Quartal dann diese neuen Daten bekommen. Wir haben dann auch, was uns immer gestört hat in dieser alten Welt, diesen Kompromiss, den wir hatten, dass die Krankenhäuser ihre eigenen Protokolle letztendlich einbringen durften, dass wir dahin halt hingegangen sind und gesagt haben, mit einer digitalen Abstraktion ist es letztendlich ein Computerprogramm und in jedem Electronic Medical Record kann dieses Computerprogramm rennen, und dadurch haben wir halt eine Standardization von den Codes und so weiter, was auch sehr interessant ist. Und wir wollten uns halt mehr weg von diesen Prozess-Measures, sondern mehr auf diese Outcomes-Measure konzentrieren. Und das ist jetzt angelaufen, soweit ich gehört habe, Anfang 2022. Und ich bin sehr gespannt auf den ersten Report, den die machen. Auch dieses statistische Problem, wie man letztendlich diese Sepsis-Gruppe von der Covid-Gruppe, wie man die letztendlich trennen kann. Aber letztendlich ist das nur eine Definitionssache und auch zu sehen, wie die überlappen und so weiter. Und dann halt als Ziel, dass man beide Mortalitäten probiert runterzufahren, Covid und auch die Sepsis-Sache. Und da sind meine ehemaligen Kollegen groß dran, und ich bin stolz darauf, auch weiter mit Rat und Tat da zur Sache zu stehen. National ist es auch ganz interessant, dass da, wie in Deutschland, denke ich auch, sich langsam auch mehr bewegt in der Sepsis-Richtung, dass da zum ersten Mal im amerikanischen Kongress im Budget ein Punkt über Sepsis ist, dass da dieses AHRQ ist das Institute for Health Research and Quality, was halt nationales ist, dass die zum ersten Mal Funding bekommen haben, um Sepsis auch auf der nationalen Ebene besser zu artikulieren und die Daten zusammenzutragen und dann um Research darüber zu machen. Und alle diese Sachen in dieser ARC Research, die sind dann auch public available, also wo man sich dann auch die Daten runterladen kann, was sehr interessant sein wird. Vielleicht haben Sie gehört, dass auch die CDC, das Center for Disease Control in Atlanta, das auch eine nationale Institution ist, die haben eine Guideline rausgegeben, eine Guidance, um wie letztendlich Krankenhäuser in ihren und da muss ich noch ein Shoutout zu Dr. Christian Scheer machen. Ich habe ihn leider nicht persönlich kennengelernt, aber ich habe seinen Talk am World Sepsis Tag gesehen und habe aber seine Studie uns angeguckt, wo er halt auf 73 Länder, ich glaube knapp 1000 Krankenhäuser, und wo er letztendlich gezeigt hat, dass letztendlich nur in 60% der Notaufnahmen oder in der ER Emergency Rooms letztendlich Sepsis-Protokolle drin sind. Und das ist natürlich international eine schockierende Zahl. In Deutschland müsste die Zahl oder ist wahrscheinlich, oder in New York ist die Zahl natürlich oder sollte 100% sein, weil wir das halt von den Gesetzen her gemacht haben. Aber natürlich gibt es da auch national in Amerika mit den knapp 6000
1000 Krankenhäusern, die hier in Amerika sind, dass es da wahrscheinlich riesige Unterschiede auch gibt. Und da hat die CDC halt eine Guidance rausgegeben, wie man diese Sepsis-Programme und Quality Improvement in diesem Hospital machen kann. Das hat auch einen zweiten Grund. Der zweite Grund ist, dass diese Guidance dann, sobald eine Behörde das rausgibt, dass dann andere Behörden das aufnehmen können und dann zum Beispiel in Pay-for-Performance-Measures reinpacken können, was letztendlich dieser Grund ist, warum meine Kollegen, die da mitgeholfen haben, diesen Schritt gegangen sind. Da gibt es die Joint Commission, die ist, glaube ich, auch in Europa vielleicht ein bisschen tätig, keine Ahnung, aber jedes Krankenhaus wird einmal jedes Jahr geprüft von der Joint Commission und die können jetzt quasi diese Sepsis-Programme letztendlich auch dann kontrollieren in den Krankenhäusern. Das ist noch nicht der Fall, wird aber in Zukunft in die Richtung gehen, was halt natürlich sehr interessant ist. Und dann wahrscheinlich könnte man dann auch auf nationaler Ebene, nicht nur auf New York-Ebene, aber auf nationaler Ebene, diese Sepsis-Measures oder die Performance an an Qualität, Bonuses oder wo man halt einen gewissen Geldbetrag einbehält, wenn Krankenhäuser halt nicht performen, dass da nochmal ein weiterer Push auf nationaler Ebene kommt. Und dann natürlich diese digitale Messung. Und ich glaube, dass nicht nur die CDC, aber auch die Center for Medicare and Medicaid, was die amerikanische Regierung ist letztendlich, dass die auch in diese digitale Richtung gehen und die haben auch den Zahn der Zeit erkannt, dass letztendlich digital, dass wir nicht mehr manuell irgendwie abstraktieren, sondern das sollte also, wenn es möglich, alles digital passieren. Und ich finde, das ist wie alles läuft in die richtige Richtung. Ich bin gespannt auch mit dieser Diskussion in Deutschland jetzt mit dem Krankenhausgesetz, inwieweit da dann Qualität letztendlich ist. Ich hatte mir das noch hier rausgeschrieben. Da gibt es halt diese GBA, gemeinsamer Bundesausschuss und dieses wie heißt das, IQTIG, dieses Qualitätsverfahren zur Sepsis, die sich nur auf administrative Daten, was natürlich auch problematisch in gewissen Weisen ist. Und da gibt es Wissenschaftler, die ich auch kenne, die letztendlich da jetzt auch anfangen, ein bisschen zu argumentieren darüber, ob diese Daten, die letztendlich dieser gemeinsame Bundesausschuss zur Verfügung hat, was letztendlich nur administrative Daten sind, ob man daraus letztendlich eine gute Qualitätsinitiative machen kann oder nicht. Aber ich glaube, eine Sache ist für alle klar, dass der Weg zurück zu manuell ist halt nicht, dass man sich halt völlig auf diese digitale Sache konzentriert. So, und dann bin ich am Ende meines Auftrags nochmal so, das alles zusammenzufassen. Wenn die Regierung Qualität verlangt, wie gesagt, es ist halt nicht Qualität verlangt per se, sondern dass man, für mich ist es mehr, dass man ein Umfeld schafft, in dem diskutiert wird und auch gute Programme und Initiativen rausgebracht werden, dass aber dieser Zuckerbrot- und Peitsche-Approach von New York, von Top-Down, also von oben, vom Gouverneur, der dann ein Gesetz erlässt, der die Krankenhäuser verpflichtet, gewisse Sachen zu machen, dass das in gewissen Sachen auch helfen kann. Und ich werde nicht dafür advokieren, in Deutschland sowas zu machen, aber ich finde, dieser ganze Approach ist halt sehr interessant und kann in solcher Sachen, so in einer komplizierten Sache wie Sepsis wirklich, wie wir halt in New York gesehen haben, und wie gesagt, das ist halt nicht klar, ob man das übertragen kann in andere Länder, aber auf jeden Fall eine Diskussion darüber haben, dass dieses Promoting High-Quality Sepsis-Programm in Krankenhäusern halt nach wie vor wichtig ist. Und ich glaube, Matthias, euer Programm mit der Sepsis-Akademie und so weiter, das läuft letztendlich in die Richtung. Und dann halt diese digitale Messung, dass da man sich auch zusammentut und überlegt, ob man mehr Daten noch, nicht nur die administrativen Daten, sondern mehr noch Krankenaktendaten, die klinische Daten beinhalten, ob man die dann noch mit reinzieht. Und mit dem bedanke ich mich fürs Zuhören und zurück zu dir, Matthias. Ja, ganz herzlichen Dank, Markus, für den
für die tollen Daten, für die erstaunlichen Zahlen und vor allen Dingen, also was mich beeindruckt ist, ja, dass es offenbar doch eben möglich ist, Qualität zu verbessern durch diesen Top-Down-Ansatz, der in Deutschland ja immer so ein bisschen, also in Deutschland hat man ja schon ein bisschen den Eindruck, wenn nicht alle mitgesprochen haben und wenn nicht alle 100% abgeholt werden, dann ist es nicht möglich. Das ist vielleicht auch ein bisschen bedingt durch das föderale System bei uns. Aber ich will jetzt gar nicht in einen Monolog verfallen und bitte alle Teilnehmenden ihre Fragen in den Chat zu schreiben. Bis das soweit ist, frage ich schon mal. Und du hast am Anfang gesagt, dass irgendwie alle dahinter standen auch, also dass man es geschafft haben, dass viele dahinter standen, also die Krankenschwestern, die Ärzte, die Administration in den Krankenhäusern und die Politik gemeinsam. Wie habt ihr das geschafft? War es die Öffentlichkeit, die durch diesen tragischen Fall so massiv war und den Druck so erhöht hat? Oder warum ist das gelungen? Also bei uns habe ich den Eindruck, dass man kann mega viel über Sepsis sprechen und trotzdem ist diese Einsicht, dieser Wille irgendwie nicht zu erreichen. Ja, ist eine sehr gute Frage. Und also vielleicht war das auch ein falscher Eindruck. Also es waren natürlich nicht alle dahinter, sondern die mussten natürlich auch dazugebracht werden, um zuzuhören. Aber was für mich wichtig war, dass alle am Tisch mitsaßen, während wir das diskutiert haben. Natürlich war diese Rory Staunton einer Trigger und die Öffentlichkeit. Und ich glaube, als die Politik signalisiert hat, dass sie offen ist, darüber zu reden, daraufhin haben dann Leute, die normalerweise die Blockaden aufbauen, wie Krankenhauslobby, wie gewisse Ärzte, also nicht alle Ärzte, aber gewisse Ärzte und so weiter, dass die dann gemerkt haben, oh, also wir müssen jetzt entweder helfen wir mit, das so zu machen, dass es auch richtig wird. Wir können unsere Barrieren nicht mehr so haben, wie wir bis jetzt haben. Und wir können nicht mehr darüber argumentieren. Und deswegen habe ich gesagt, dass dieses Ziel, diese Vision wichtig war, dass das halt letztendlich nicht den Wind aus den Segeln, aber letztendlich die Brise sehr viel verringert hat, dass Leute dagegen argumentieren. Weil wer kann dagegen argumentieren, um eine Mortalität zu senken in den Krankenhäusern? Und das war halt so wo dann Leute dann lieber mithelfen wollten, dass wir das richtig auf die Wege leiten, gegenüber diese normale Reaktion, die bei vielen Leuten dann ist, sagen, nee, wir wollen das nicht, wir sind gut genug und so weiter. Und das war halt, also es war eine Kombination von Fällen, um das klar zu sagen. Es war die Öffentlichkeit, es war aber auch die Politik, die ganz schnell signalisiert hat, oh, hier können wir was machen. Und das hat dann viele Kritiker letztendlich dazu bewegt, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, wenn wir was machen wollen, wie können wir es richtig machen? Okay. Aber die Sterblichkeit bei Sepsis, die war schon bekannt. Also das ist in Amerika also präsent, ja, weil in vielen deutschen Krankenhäusern gibt es diese Zahlen gar nicht. Ja, die war bekannt durch Studien, die wir gemacht haben vom Department of Health. Und die war halt im Durchschnitt extrem hoch. Also ich muss immer sehen, wenn ich jetzt so deutsche Studien sehe, also es war zwischen 35% und 40% im Durchschnitt. Und das ist ungefähr, glaube ich, wo die Wahrheit in Deutschland auch liegt. Und was aber, glaube ich, viele Leute nicht wussten, ist, dass es so eine Variation ist, dass in einigen Krankenhäusern die Mortalität 10 oder 15% ist, wie wir auch Daten haben aus Australien, was die geschafft haben runter. Und in anderen Krankenhäusern ist die Sterblichkeit 50%. Und das ist halt ein
ein Riesenproblem. Und ich glaube, wie gesagt, ich war damals nicht da, aber so, was ich verstanden habe, hat man so angefangen zu argumentieren und sagen, dass das halt nicht akzeptabel ist, dass man als Bevölkerung, wenn man krank wird und durch Zufall in ein Krankenhaus reingeht, dass man da Pech haben kann und nicht weiß letztendlich, wie die Mortalität ist und in einem Krankenhaus landen kann, wo von vornherein die Chancen sehr viel höher sind, 5-mal so hoch sind, dass du stirbst von einer Sepsis gegenüber einem Top-Krankenhaus. Und das war halt so eine Sache. Und New York, muss man sagen, ist ein sehr ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, eligitär, also das equitable wird im Moment sehr viel diskutiert und das war damals schon, dass man halt probiert hat zu sagen, wir wollen es für alle gleich machen, für alle gleich im Staat New York. Es kann nicht sein, dass da so riesige Unterschiede sind, weil natürlich sind die underfunded, also die Krankenhäuser, die nicht viel Geld hatten, in gewissen Gebieten in New York, sagen wir mal in der Bronx oder in gewissen Gebieten wie Brooklyn und so weiter, dass da die Mortalität höher ist. Und das wurde halt erkannt relativ früh, dass die gesagt haben, nee, das kann einfach nicht so weitergehen. Mhm. Ja, spannend. Also diese Ja, Variante. eine Frage. Ja? Ja, eine Frage hatte ich noch gesehen über die Ja, Kinder. genau. Das war halt auch ein Punkt von der New York, dass wir durch diesen Push von dieser Familie von dem Rory Staunton, dass wir halt nicht nur die Erwachsenen genommen haben, sondern auch auf Kinder geguckt haben. Und die Daten, das kann man schön in diesem 2019-Report lesen, sind natürlich zum Glück viel weniger Kinder, die halt an Severe Sepsis oder Septic Shock erkrankt sind. Und dadurch ist die Story insgesamt nicht so interessant. Überall ist die Kindermortalität von Sepsis auch runtergegangen, was natürlich auch super ist. Aber man sieht halt von Quartal zu Quartal größere Sprünge, weil natürlich die Fallzahlen sehr viel geringer sind. Aber wir haben auch wir haben auch eine ganze Sepsis Group nur für Kinder gehabt, also eine Sepsis Advisory Group, und haben immer Wert gelegt, dass wir auch ein Modell, nicht nur ein risikoadjustiertes Modell für die Erwachsenen haben, sondern auch ein risikoadjustiertes Modell für die Kinder haben, um das halt weiter voran und weiter ranzutragen. Okay. In dieser Frage war auch noch enthalten, was waren denn ihr habt ja keine administrativen Daten primär verwendet, was waren diese Parameter, die ihr abgefragt habt, aber also die Krankenschwestern und die Students, was haben die rausgesucht? Was hat euch interessiert? Ja, also das sind natürlich einmal demografische Daten und dann natürlich gibt es diese ewige Diskussion um diese Time Zero, dass man das halt bestimmt, wann man letztendlich, wann die Uhr zu laufen beginnt. Und das musste halt definiert werden und das musste halt rausgelesen werden aus diesen Krankenakten. Ja, und dann natürlich Prozessmeasures, wann wurde der Laktat? Und das war halt wichtig, diese Timestamps. Wann wurde der Laktat gemessen? Wann wurde der zweite Laktatgrund gemessen? Wann wurde das Antibiotikum gegeben? Wann wurden die Fluids gehangen und so weiter? Und das waren halt, da konnte man dann halt in den Daten sehen, ob dieses 3 oder 6 Stunden Bundle letztendlich gemacht wurde, in welcher Zeit und so weiter. Und das waren halt alles Daten. Also fast alles war halt timestamped, also dass man genau wissen und zurückgehen konnte und gesagt, okay, also das war jetzt Time Zero und dann wurde halt das gemacht, dann wurde das gemacht und dann wurde das gemacht. Und da gibt es im Moment, weißt du auch, Matthias, einen großen Push, auch was untersucht wird, ob dieser 3-Stunden-Bundle vielleicht sogar zu lange ist, ob man vielleicht sich auf einen 1-Stunden-Bundle konzentrieren muss. Und da haben wir natürlich auch die Daten, weil wir können natürlich gucken. Und eins dieses Papers, was wir rausgebracht haben, ist, dass jede Stunde, dass man wartet, dass die Mortalitätswahrscheinlichkeit um 4% hochgeht, was natürlich auch grausam und brutal ist. Aber deswegen, das war so der Grund, warum Mitchell, Levy und andere jetzt da reingucken, um zu untersuchen, ist vielleicht sogar 3 Stunden zu lange, muss man vielleicht so einen 1-Stunden-Bundle haben und so weiter.
Mega spannend. Also weil das ist auch mit diesen Timestamps, also das ist in diesem, du hast es vorhin, dieses IQTIC, das ist ja das Institut für Qualitätssicherung, was praktisch den Auftrag von diesem gemeinsamen Bundesausschuss hat. Und da war immer wieder in den Diskussionsrunden Thema, man kann das eigentlich diese Point Zero irgendwie nicht festlegen. Ne? Aber wir haben tatsächlich hier bei uns in Greifswald über viele, viele Jahre, das ist ja der Job unserer Sepsis-Schwester, dass sie eben guckt, wann ist dieser Zeitpunkt. Nun, man kann den sehr wohl festlegen, wenn man anhand der Definition ganz stoisch vorgeht. Und dann kann man eben schauen, wann ist Laktat gemessen, wann ist das Antibiotikum gegeben, wann ist Blutgründe. Also es ist sehr wohl möglich. Und ganz einfach ist es natürlich in der Notaufnahme. Wenn dann ist Zeitpunkt Null, wenn der Patient reinkommt. Vorher kann ich den natürlich nicht behandeln. Ja? Also das ist schon denkbar. Also das finde ich spannend, dass ihr genau diesen Weg offenbar gegangen seid. Dann war hier noch die Frage, ob es Hilfsmittel gab zur Aufklärung, vielleicht sogar der Bevölkerung und zur Früherkennung einer Sepsis in der Bevölkerung. Habt ihr da in die Richtung auch was gemacht? Oder nee, da haben wir nicht, also vom okay. Gesundheitsamt, weil uns dafür letztendlich die Gelder auch gefehlt haben. Aber natürlich nach diesem Gesetz hat es gewisse oder viele Interessengruppen gegeben, unter anderem hat auch diese CMS verschiedene Grants, also Stiftungsgelder gegeben. Ja. Und interessanterweise waren in diesem ersten Push für so Quality Improvement waren die Krankenhaus Associations. Wir haben 2 Krankenhaus Associations in New York. Die haben sich da beworben und haben den Zuschlag auch bekommen und haben letztendlich nicht nur Medien, sondern auch dann in den Krankenhäusern oder haben zusammengearbeitet mit den Krankenhäusern, die halt schlechter waren und schlechtere Daten hatten und so weiter. Das war halt interessant. Aber letztendlich ich weiß, dass da jetzt auch Studien in Deutschland rausgekommen sind, wie viele Leute wissen über Sepsis und so weiter. Aber es war kein großer Push. Aber ich glaube, man muss halt immer gucken, wo die Prioritäten sind. Ja. Und dieses Sepsis zu erkennen, ist, finde ich, eine ganz wichtige Sache. Aber man muss sich auch gucken, man hat nur begrenzte Mittel und wir haben uns halt am Anfang auf das Krankenhaus konzentriert und wie ich jetzt gehört habe, dass man jetzt auch langsam probiert, auch auf diesem Vorkrankenhausfeld, was ich halt auch extrem interessant finde, darauf zu konzentrieren und zu sehen, weil viele Leute, die am Ende dann mit Sepsis ins Krankenhaus kommen, haben Ärzte aufgesucht in der Community, wo es halt nicht erkannt wurde. Und wir waren gerade, also ich war da ich weiß nicht, Dr. Scher war auch auf diesem Sepsis-Tag, da war eine Runde von Betroffenen und es war grausam, es zu hören, dass also alle von denen, die dann letztendlich mit Amputation und zum Glück überlebt haben, aber dass da eine Sepsis außerhalb vom Krankenhaus nicht erkannt wurde. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja. Aber im Krankenhaus habt ihr solche Screening-Tools, also praktisch in diesen, war das in den Programmen enthalten, also papierbasiert oder idealerweise elektronisch, was ja noch viel schöner ist? Ja, nee, das ist halt, ich glaube, dass da diese großen Electronic Medical Records Systeme haben jetzt, also viele haben diese elektronischen Screening-Tools. Aber sonst war eigentlich das Wichtigste, dass man halt Training für die Staff hat, also vor diese Trainings, dass halt, wie du gesagt hast, also die Krankenschwestern, die halt vorne dran sind, und da gibt es in Deutschland auch noch oder in Amerika noch unter den Krankenschwestern was nennt sich medizinisch-technischer Assistent, dass man selbst die trainiert hat, dass die letztendlich auch wenn der Patient mit der Krankheit in die falsche Richtung geht, dass die letztendlich auch diese Awareness rausbringen können und sagen, haben Sie mal überlegt, könnte es vielleicht Sepsis sein und so weiter. Also das ist, und wie gesagt, wir mussten immer aufpassen, wir wollten halt nicht zu viel
den Krankenhäusern sagen, was sie zu tun haben, sondern es war mehr, hier sind die Tools und da gibt es halt jetzt von der CDC Tools und von CMS gewisse Tools national, die die Krankenhäuser benutzen können, um da halt auch innerhalb ihrer Institute das halt auf das richtige Level zu bringen. Ja. Eine Frage war noch, du sagtest, dass die Daten ja jetzt irgendwie digital übermittelt werden. Das sind auch wieder diese Qualitätsparameter, die dann aus den Records irgendwie ausgewählt werden. Das ist halt genau das Problem ist halt, dass natürlich was du richtig gesagt hast, dass man diese Qualitätsparameter natürlich, wenn eine Krankenschwester die Krankenakte aufmacht und genau gucken kann, das kann man so nicht mehr machen. Also man muss natürlich bei der digitalen Sache gewisse Kompromisse eingehen. Und das war also eine endlose Diskussion, wo ich dann letztendlich gesagt habe, wir haben jetzt in dem ersten Schritt uns sehr auf diese Prozesse konzentriert und bis jetzt, und wir haben jetzt 5 Jahre Daten und die Krankenhäuser sollten jetzt wissen, wo ihre Prozesse, wo diese Schwachstellen sind. Könnten wir, wenn wir digital machen, auf diese Prozesse die runterfahren oder vielleicht sogar ganz verzichten und könnten uns auf diese Outcomes-Data, also auf die Sterblichkeit, auf Readmission oder andere Daten vielleicht konzentrieren, was natürlich ein bisschen leichter digital zu capturen ist. Und das ist halt so diese große Diskussion. Und ich war halt ein Verfechter davon, sich mehr auf Outcomes-Daten zu konzentrieren, weil zu sagen, wir machen einfach so weiter wie bisher, man muss auch eine Evolution, auch in solchen riesigen Initiativen, muss es auch den nächsten Schritt gehen. Und der nächste Schritt ist einfach zu sagen, am Ende interessiert es uns nicht, welche Prozesse falsch laufen bei dir, Hospital XY. Das müsst ihr selber rausfinden. Aber wir wissen, dass eure Mortalität 3-mal so hoch ist wie der Durchschnitt im Staat. Deswegen setzt euch ran und guckt, was bei euch falsch läuft. Also, und das ist, glaube ich, so diese wichtigere Sache. Und natürlich ist diese digitale Sache natürlich viel einfacher auch für die Krankenhäuser. Die müssen das einmal programmieren, ihre Programmierer ransetzen und das wird dann halt automatisch rausgezogen, Elemente aus dem IMA und halt direkt an das Gesundheitsamt geschickt. Ja, und das ist ja, glaube ich, insbesondere jetzt, wenn man es ja für die gesamten Vereinigten Staaten sich anschaut, durch diese ganzen Tools, die CDC jetzt bereitstellt, ist es ja tatsächlich, kann man ja jetzt sagen, hey Leute, hier, das gibt's alles, schaut nach, wir gucken nur noch nach den Outcome-Ergebnissen, das leuchtet ein. Ja. Okay. Also, und diese administrativen Daten, also so kodierte Daten, wie sie ja auch die Basis für die Sepsis 3 Definition waren, wo man ja geguckt hat, wo sind Blutkulturen kodiert, wo sind Infektionen kodiert und sowas und daraus die Sepsis 3 Definitionen gemacht hat, interessanterweise unter der Leitung von Marvin Singer, der jetzt sagt, Admin-Daten sind Propaganda. Also darauf habt ihr grundsätzlich von Anfang an verzichtet. Ja, also das ist ja, wird ja immer wieder diskutiert, dass das nicht funktioniert. Ja, aber wie gesagt, in der digitalen ist es dann einfach, dann plötzlich auch auf die Laborwerte zuzugreifen mit einem gewissen Timestamp und so weiter. Und ich habe hier nur noch mal diese Links, also das Department of Health macht das nicht. Wir haben einen Subkontraktor, dieser IPRO, das ist die Island Peer Review Organization. Das ist also ein großer Laden mit 350 Leuten, die halt nur so Qualitätsinitiativen machen. Und die haben auf ihrer Website eine absolut genaue, detaillierte Aufstellung von diesen
wie diese Datenelemente in der digitalen Form sind. Und die sind letztendlich, die sind dazu oder kriegen Geld vom Gesundheitsamt, dass die halt quasi diese Datenstruktur machen und die uns dabei helfen. Und das ist halt so diese Sachen. Und es ist, also so habe ich, die können natürlich auch nicht nur die Labor, sondern auch die Pharmazie, also die Apothekendaten sich runterladen. Und letztendlich ist es halt nur eine Frage, welche Elemente wichtig sind da. Und wie gesagt, da habe ich jetzt nicht mehr so den Überblick, weil ich jetzt da ein bisschen raus bin. Aber das ist halt so die Idee, dass du halt andere Datensätze, nicht nur dein Electronic Medical Record, aber andere Datensätze im Krankenhaus auch hast, was ganz einfach mit einer Programmzeile zu tun ist, um sich die Daten da runterzuladen und halt das dann zu definieren für alle Krankenhäuser gleich und dann halt wieder zu schicken. Und das ist halt, glaube ich, wo die Zukunft hingeht. Ja, da gibt es noch eine Menge zu tun. Ne? Hier ist gerade ein Kommentar, dass jemand als medizinische Archivdienst gearbeitet hat und dann eben solche Sachen in Excel-Tabellen aus der eingescannten Akte übertragen wird. Und das kann es natürlich in Zukunft nicht sein, wenn man hier wirklich was erreichen will. Ja, da ist noch viel zu tun, glaube ich. Eine letzte Frage war noch, oder nee, nicht die letzte, also es können natürlich weiter welche gestellt werden, sorry, aber die ich bis jetzt gesehen habe, war noch dieser Ansatz eben bei schlechter Performance, praktisch die Vergütung zu reduzieren. Das ist ja auch ein Ansatz, der immer wieder diskutiert wird und das siehst du auch als wichtigen Hebel an, ja? Oder wie würdest du das einordnen in diesen ganzen Kontext? Ja, man muss natürlich, das sind natürlich verschiedene Schritte, aber ich glaube, irgendwann muss man da hingehen, wie wir hier in Amerika, wo wir Penalties, also so Bestrafung für Readmission haben und Penalties in gewissen, also für Pneumonia, Heart Attacks und so weiter, dass das letztendlich am Ende dann nochmal ein weiterer Push ist. Und ich war überrascht, diese Daten für die letzten Jahre ist gerade rausgekommen vom CMS, dass also, wo man denken sollte, dass dieses Medicare-Programm, was ungefähr 50% eines Budgets eines Krankenhauses ist, wo diese Penalties bis zu 2% von diesen 50% sein kann, dass das bis jetzt noch nicht richtig so gefruchtet hat und dass letztendlich die jetzt das vergrößern oder vergrößern diese Penalties für diese Krankenhäuser, die halt nicht performen. Und ich denke, dass das da letztendlich hingeht, weil so habe ich am Anfang argumentiert, wenn du dich erinnerst, dass warum sollte eine Regierung nicht Qualität verlangen? Und am Ende sollte ein Krankenhaus also durch diese Initiativen auch dazu angeleitet werden, gute Qualität zu liefern. Das ist es einfach, sind wir uns als Ärzte schuldig, das sind wir für unsere Patienten schuldig und so weiter. Und dieses sich verstecken dahinter, ja, ist zwar alles gut, ist freiwillig und brauchen wir nicht. Hier in Amerika wird jedes Krankenhaus und jeder CEO, also jeder Chief Executive im Krankenhaus, wird an Qualität auch gemessen. Und wenn der halt nicht performt mit seinem Institut, dann gibt es da auch, wird er halt entlassen. Und so fängt das an, so eine gewisse Dynamik zu haben, dass die Krankenhäuser ja, wir providen Care, also wir behandeln Leute, auch darüber hin, dass wir halt gewisse Strategien entwickeln, um halt nicht nur bei Sepsis, sondern bei allen Sachen auch Qualitätscare zu liefern. Und das ist, glaube ich, hier in Amerika sind viele Krankenhäuser von den Kommunen und Städten halt finanziert. Das sind die einfach denen schuldig. Und das ist halt eine wichtige Diskussion in dieser Evolution. Ich glaube nicht, dass man von heute auf morgen das einführen sollte, aber ich denke, auch in Deutschland wird es da irgendwie so eine Rampe geben dahin, dass man irgendwann dann anfängt, da auch das finanziell zu incentivizing oder halt zu bestrafen. Ne? Ja, schauen wir mal, was die Krankenhausreform da in der Richtung zu bieten hat, denn bisher war ja das DRG-System
Also nicht so sehr auf Qualität, sondern eher auf Quantität ausgerichtet. Das ist ja dringend notwendig. Ja, ich sehe im Chat und in den FAQs keine weiteren Fragen, sodass mir bleibt, dir nochmal ganz, ganz herzlich zu danken, dass du uns am Vormittag diese Lektion gehalten hast. Und ja, herzlichen Dank. Und ich glaube, also für mich waren viele Dinge zu entnehmen, die einerseits Bestätigung waren, dass der Weg richtig ist, den wir auch mit Deutschland erkennt Sepsis und den Schulungskampagnen genommen haben. Und dass man halt doch, ich war immer einer, der immer ganz konsequent gesagt hat, man kann das nicht übertragen von einem Land aufs andere, das sind ganz komplett andere Systeme. Da ist sicherlich was dran, aber inhaltlich, glaube ich, ist doch, können wir voneinander lernen, das glaube ich schon auf alle Fälle. Super. Ja. Danke nochmal für die Einladung. Wie immer, war eine Freude. Macht mir immer nur Spaß, darüber zu reden. Freut mich. Wenn du Lust hast, nächstes Mal spricht der Christian nochmal über die Initiative. Also, vielen Dank. Bis dann. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Ja.